Freitagmorgen. Auf die Schrauber von Brickhouse Garage wartet ein neues Projekt. Heute steht eine SV 650 mit defektem Zylinderkopf auf der Tagesordnung. Diese soll innerhalb des Wochenendes wieder zum Laufen gebracht werden. Das Problem: ein kaputtes Gewinde, welches die Zündkerze hält. Doch zunächst stehen noch einige ungeklärte Fragen im Raum. Ja, moin Leute. Wir nehmen heute Jans SV auseinander, damit wir an den Zylinderkopf rankommen. Und vielleicht müssen wir sogar den Motor rausnehmen, das wäre natürlich unvorteilhaft, aber kannst du nichts gegen machen, wenn es so ist. Ich hoffe, das wird eine super Aktion. Ja, moin Leute, willkommen bei Brickhouse Garage. Den Motor zu demontieren wäre natürlich ein scheiß Aufwand, also hoffe ich mal, dass wir es nicht machen müssen. Aber das werden wir dann wohl sehen. Ich glaube, wir sollten erstmal anfangen. Sag mal Felix, bevor ihr den Zylinderkopf ausgetauscht habt, welche Vorarbeiten waren denn da nötig? Da müsstet ihr bestimmt einiges abbauen vom Motorrad und genau überlegen, was das ist. Ja, also als allererstes haben wir natürlich mit dem Demontage der Verkleidung begonnen. Und weitergemacht mit dem Luftfilterkasten, Vergaser, das ganze Gestänge, die Bautenzüge und natürlich abgeschraubt. Ja. Und wart ihr euch sicher, dass der Motor drin bleiben kann? Nachdem wir den Kühler ausgebaut hatten, stand dann ganz schnell fest, dass wir auch ohne den Motor ausbauen zu müssen, den Zylinderkopf tauschen können. Da habt ihr so ein bisschen Schwein gehabt, dass das der vordere Zylinder war und nicht der hintere. Ja. Ich glaube, bei dem hinteren wäre es nicht so einfach gegangen. Tatsächlich hätte es, glaube ich, auch funktioniert, wenn der Motor drin gewesen wäre, auch beim hinteren, weil man konnte tatsächlich gut Okay. den hinteren Zylinder aufhören. Ja. Brickhouse Garage. Also ich kenne das so bei solchen Arbeiten, dass immer irgendwas dazwischen kommt, was man nicht beachtet hat oder es geht irgendwas schief oder im schlimmsten Fall repariert man irgendwas kaputt. Wie war das bei euch? Habt ihr solche Erlebnisse gehabt? Ja, selbstverständlich. Eine einwandfreie Reparatur kenne ich so eigentlich nicht. Vor allem bei der Vergaserdemontage mit den Bautenzügen von dem Choke, der natürlich oben ans Lenkrad rangeht, logischerweise. Mussten wir natürlich etwas wegknacksen, geht ja nicht anders. Wenn alles voll mit Plastik ist, dann passiert sowas auch mal ganz schnell. Ja. Und dann haben wir die Halterung, irgendeine Halterung auf jeden Fall von den Bautenzügen für die Choke haben wir dann weggeknackst, aber es läuft alles. Also war für die Funktion nicht so entscheidend? Nee, tatsächlich nicht. Wir dachten erst ja, aber
Nein, das hat sich herausgestellt, dass wir... Dass es schon wird. Das wird schon, ja, dachten wir uns, genau. Und als es dann losging mit der Demontage des Kopfes, worauf musstet ihr speziell achten? Da gibt es ja bestimmt ein paar Sachen, so mit Kettentrieb und Schrauben und technischen Kram. Ja. Also wenn man das natürlich alles noch nicht so gemacht hat und zum ersten Mal macht, dann muss man sich das irgendwie mit seinem technischen vorhandenen Verständnis, bei uns beiden natürlich, muss man sich das alles erstmal so ein bisschen herleiten. Und dann kommt man schnell zu solchen Punkten wie, fällt uns jetzt die Steuerkette rein und wie kriegen wir sie wieder raus und was können wir machen, damit es nicht passiert. Vor dem Problem standen wir einmal, aber das lief eigentlich ganz gut. Mal eine blöde Frage, habt ihr zufällig so ein Werkstatthandbuch gehabt oder habt ihr das nach Schnauze gemacht? Ja, wir hatten eine Workshop-Manual da, aber die kam tatsächlich nur bei der Montage wieder zum Einsatz. Zum Steuerzeiten einstellen und ja. Aus Zeitgründen wahrscheinlich. Genau, erstens das und zweitens aus, wir können das auch ohne. Ja, klar, ihr seid ja richtige Männer. Ja, ganz genau so sieht's aus. Cool. Brickhouse Garage. Hallo. Wie würden Sie den Lauf der Sachen beschreiben? Herzlich willkommen erstmal bei Brickhouse Garage. Ja, wir haben hier die Suzuki. Die Suzuki. Ja, haben wir jetzt soweit präpariert, dass der Zylinderkopf demontiert ist. Wir haben hier eine sehr sophisticated Methode, um die Steuerkette zu halten. Und da haben wir unseren Kolben. Mit ein wenig Kühlwasser. Das sollte noch. Spontan reingelaufen. Ja. Ja, jetzt Ja. war eigentlich ziemlich gut. Das waren nur die 4 Schrauben im Block und Die zwei außen. 2 außenliegende an Steuerketten. So, jetzt heißt es ein bisschen aufräumen und morgen geht's weiter. Morgen geht es weiter. Nach einigen Stunden harter Arbeit ist die Demontage endlich geschafft. Nun geht es für die beiden Schrauber erst einmal in den wohlverdienten Feierabend. Doch der morgige Tag bietet sicherlich wieder einige Schwierigkeiten und Überraschungen.